Ja, hallo, die PlayStation VR 2 ist erschienen und auch wir haben uns finally eins dieser Teile zugelegt. Was ist in der Box und wie schlägt sich die PlayStation VR 2 im Test? Lasst uns das herausfinden. Let's go! So, jetzt wo wir die PlayStation VR 2 ausgepackt haben, lass uns mal schauen, was man alles mit dem PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain Paket bekommt. In der Box sind Stereo-Kopfhörer und dazu passende in verschiedenen Größen verfügbaren Ohrpolster, ein USB-C-Kabel, etwas Papierkram, ein Code für Horizon Call of the Mountain sowie natürlich das Wichtigste, das PlayStation VR 2 Headset und die dazugehörigen Sense-Controller. Das PlayStation VR 2 Headset fühlt sich gut in der Hand an und ist hochwertig verarbeitet. Ein cooles Detail sind die ganzen kleinen PlayStation-Symbole, die überall verarbeitet sind. Wenn man die PlayStation VR 2 das erste Mal an seine PlayStation 5 anschließt, wird man durch einen kleinen Setup-Prozess geleitet und kann dann auch direkt mit dem Zocken loslegen. Wir wollen uns hier gar nicht so sehr an den Hardware-Daten festhalten, müssen aber sagen, dass die Specs des Headsets schon einiges auffahren. Ein 4K HDR OLED-Bildschirm, ein Sichtfeld von 110 Grad, Eye-Tracking und Foveated Rendering sind alles Sachen, die man auf der offiziellen Seite von PlayStation lesen kann. Aber was macht das jetzt wirklich aus? Wenn man das Headset das erste Mal aufsetzt, ist auf jeden Fall sofort klar, dass zum Beispiel im Vergleich zu der Oculus Quest 2 oder wie man sie ja jetzt nennt, MetaQuest 2, ein direkter Unterschied in Sachen Grafik und Schärfe zu bemerken ist. Macht schon Sinn, wenn man bedenkt, dass die MetaQuest 2 all ihre Verarbeitungen auf dem Headset selber durchführt, während die PlayStation VR 2 die Rechenpower der PlayStation 5 nutzt. Das ermöglicht einfach um einiges bessere Grafik. Ein weiterer Faktor ist der schon vorhin erwähnte Foveated Rendering. Einfach erklärt nutzt hier die VR-Brille das eingebaute Eye-Tracking, um festzustellen, wohin der Spieler sieht und dann diesen Bereich hochaufgelöster zu rendern, während der Rest der Umgebung, auf die man gerade nicht schaut, niedriger aufgelöst gerendert wird. Wenn man eine Aufnahme anschaut, ist es sehr einfach zu erkennen, wo das Foveated Rendering einsetzt und welche Bereiche niedriger aufgelöst gerendert werden. Für die SpielerInnen selber im Headset ist es unmöglich zu bemerken, was sehr für die Technik spricht. Es funktioniert völlig im Hintergrund und stört in keinster Weise, sondern hilft grafisch aufwendigere Spiele darzustellen. Zusätzlich war das Verbauen des OLED-Bildschirms eine gute Entscheidung. OLED stellt perfektes Schwarz dar und die Farben poppen dank HDR. Doch es gibt bei der Darstellung ein großes Problem, der Mura-Effekt. Leicht erklärt sieht der Mura-Effekt wie ein feines, körniges Netz aus, das den gesamten Bildschirm bedeckt, fast wie eine Art Filter. Er bleibt beim Bewegen des Bildes dahinter im Vordergrund statisch. Dieser Effekt ist der Kombination aus Fresnel-Linsen und OLED-Bildschirmen zu schulden. Der Mura-Effekt ist vor allem in dunklen Szenen bemerkbar, doch gewöhnt man sich schnell daran und er störte erfahrungsgemäß nicht oft in unseren Gaming-Sessions. Es ist aber auf jeden Fall etwas, was man beachten sollte. Die Auswahl an Spielen ist zum Start jetzt eher sporadisch, aber es sind schon jetzt einige Banger dabei. Von ganzen VR-Spielen wie Horizon Call of the Mountain, Kayak VR Mirage oder Pistol Whip, bis hin zu den VR-Mode-Updates von Resident Evil 8 oder Gran Turismo 7. Wir haben all diese gerade genannten Games ausgetestet und hatten mit der PlayStation VR 2 einen Riesenspaß. Alle Spiele nutzen die angebotenen Features der PlayStation VR 2 auf verschiedenste Weise sehr gut aus. Bei Horizon Call of the Mountain überzeugt die unglaubliche Grafik, wie auch in Gran Turismo 7. In Resident Evil 8 kann man das ganze Spiel nochmal in VR leben und in Pistol Whip die Bequemlichkeit des Headsets ausnutzen und gleich ein paar Sessions mehr spielen. Die Nutzung des haptischen Feedbacks, das sogar im Headset installiert ist superb. Es klingt eher wie ein Gimmick, überzeugt dann aber doch immer wieder und lässt alles realer wirken. Beim haptischen Feedback des Headsets kann das harte Stampfen eines Langhals in Horizon Call of the Mountain oder der Rückstoß der Pumpgun in Resident Evil gespürt werden. Durch das Feedback des Controllers fühlt sich jede Waffe besonders an und selbst Wasser kann nachgeahmt werden. Insgesamt ist die PlayStation VR 2 trotz kleiner Krankheiten ein gutes Gesamtpaket, das sowohl auf Hardware- und Software-Ebene überzeugen kann. Der Preis von 650 € hier in Deutschland ist dann doch etwas sehr hart zu schlucken. Leute, die bereits die PlayStation 5 besitzen und sich für VR interessieren, bekommen eine klare Kaufempfehlung. Für Leute ohne PlayStation 5 wird das alles nochmal schwieriger. Wenn man sich nur für VR interessiert, muss man insgesamt 1000 € hinlegen, nur um die PlayStation VR 2 nutzen zu können. Da sollte jeder selbst entscheiden, ob man gerade so viel Geld dafür hat.
Wir hoffen, euch hat dieses kleine Unboxing und unser Eindruck zur PlayStation VR 2 gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.